Cummins, ein wichtiger Akteur in der Automobilindustrie, hat gerade einen überraschenden Schritt vorgestellt, der die Automobilwelt in Aufruhr versetzt. Das Unternehmen verfolgt eine kühne Idee, die Dieselmotoren von der Bildfläche verschwinden lassen und durch leisere, sauberere Wasserstoffmotoren ersetzen könnte. Ein Kraftstoff, der fast überall im Universum vorkommt. Der Dieselriese Cummins setzt jetzt auf einen Wasserstoffmotor, der sein eigenes Fundament erschüttern könnte. Der neue Wasserstoffmotor von Cummins könnte das Blatt wenden und sogar die Hersteller von Elektrofahrzeugen ins Schwitzen bringen. Dies ist keine kleine Veränderung. Es könnte die große Veränderung sein, die den Diesel in den Schatten stellt. Bleiben Sie dran, wenn wir die neueste Kreation von Cummins unter die Lupe nehmen und erkunden, was dies für Lkw-Fahrer und die Zukunft des Transportwesens bedeuten könnte. Das Dieselvermächtnis, eine kraftvolle Einführung. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über die Welt um uns herum nachzudenken. Haben Sie schon einmal am Rande einer geschäftigen Baustelle gestanden, einen Lastwagen beobachtet, der auf der Autobahn eine schwere Fracht transportiert? Oder einen Landwirt gesehen, der unter freiem Himmel ein Feld pflügt? Dieses tiefe, kraftvolle Rumpeln, das den Boden unter Ihren Füßen vibrieren lässt, das ist das unverwechselbare Geräusch eines Dieselmotors bei der Arbeit. Er ist laut, er ist unerbittlich und er ist der Herzschlag der Industrien, die unsere moderne Welt antreiben. Seit über 100 Jahren steht Cummins an der Spitze dieser Motorenrevolution. Von den muskelbepackten Ram 2500 Pickups bis hin zu den gigantischen Nutzfahrzeugen haben die Dieselmotoren von Cummins einen legendären Status erlangt. Diese Maschinen sind nicht einfach nur Motoren, sie sind Symbole für Kraft, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sie setzen den Standard dafür, was es bedeutet, die Arbeit zu erledigen. Das Vermächtnis von Cummins ist im Dieselmotor verwurzelt, einem Kraftstoff, der jahrzehntelang alle Bereiche vom Transportwesen über die Landwirtschaft bis hin zum Bauwesen dominiert hat. Dieselmotoren sind stark, langlebig und genießen das Vertrauen von Millionen von Menschen, um die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Auf diese Art von Leistung können sie sich verlassen, wenn viel auf dem Spiel steht und die Arbeit hart ist. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Die Welt, so wie wir sie kennen, verändert sich. Wir können die sich abzeichnende Klimakrise nicht länger ignorieren. Die Regierungen gehen strenger gegen die Umweltverschmutzung vor. Und der Ruf nach saubereren, umweltfreundlicheren Alternativen war noch nie so laut wie heute. Trotz ihrer Leistung und Zuverlässigkeit verbergen Dieselmotoren ein schmutziges Geheimnis: die Emissionen, die sie produzieren. Kohlendioxid, Feinstaub und Smog, der die Luft, die wir atmen, verunreinigen und unseren Planeten ein wenig weniger lebenswert machen. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel. Dieses scheinbar magische Element, das verspricht, das Spiel völlig zu verändern. Er verbrennt sauber und gibt nur Wasserdampf ab, weit entfernt von den giftigen Abgasen, die Dieselmotoren hinterlassen. Wasserstoff steht für eine mögliche Zukunft, in der die Energie nicht auf Kosten der Umwelt geht. Es handelt sich um eine neue Art von Kraftstoff, die die Industrie weltweit umkrempeln könnte. Und jetzt, in einer schockierenden Wendung der Ereignisse, taucht Cummins, der Titan der Dieselwelt, nicht nur seine Zehen in dieses Neuland, sondern macht es sich ganz zu eigen. Das Unternehmen testet Wasserstoff nicht nur als Nebenprojekt, sondern entwickelt einen wasserstoffbetriebenen Motor, der die Zukunft von Schwerlastmaschinen neu definieren könnte. Doch die große Frage bleibt: Was bedeutet dies für die Zukunft des Dieselmotors? Ist dies der Anfang vom Ende eines jahrhundertealten Erbes oder ist es der nächste Schritt in der Entwicklung der Motorenindustrie? Könnte dieser wasserstoffbetriebene Motor der letzte Vorhang für den Dieselmotor sein oder ist er nur ein neues Kapitel in einer sich ständig weiterentwickelnden Geschichte? Die Bühne ist bereitet und die Motoren laufen auf Hochtouren. Bleiben Sie dran, wenn wir dieses kühne neue Kapitel näher beleuchten und erkunden, was der wasserstoffbetriebene Motor von Cummins für die Welt des Verkehrs und darüber hinaus bedeuten könnte. Der Aufstieg des Wasserstoffs, eine saubere Zukunft. Wenn es um Dieselmotoren geht, ist Cummins seit langem der König des Berges. Aber machen Sie sich auf etwas gefasst, es wird interessant werden. Cummins wagt einen kühnen Sprung in die Welt des Wasserstoffs. Und alle Welt ist in heller Aufregung. Die Antwort ist einfach: Die Welt verändert sich. Und die Nachfrage nach sauberen, umweltfreundlichen Transportmitteln wächst schneller als je zuvor. Der Dieselmotor, einst der unangefochtene Champion, bekommt allmählich die Hitze zu spüren.
Jahrzehntelang war der Dieselmotor der bevorzugte Motor für schwere Lkw und robuste Pickups. Doch seine Zeit im Rampenlicht schwindet langsam, da immer mehr Regierungen die Abgasvorschriften verschärfen. Die schmutzige Seite des Diesels, Kohlenstoffemissionen, Smog und Schadstoffe, ist in einer Welt, die dringend den Klimawandel bekämpfen muss, nicht länger akzeptabel. Und das ist nicht nur ein globaler Trend. Nehmen Sie zum Beispiel Kalifornien. Dort hat man bereits damit begonnen, ältere Diesel-Lkw über 1400 Pfund aus der Zeit vor 2010 zu verbieten. Und die kalifornische Luftreinhaltungsbehörde hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, Diesel-Lkw und Busse bis 2045 vollständig abzuschaffen. Hier kommt Cummins ins Spiel. Das Unternehmen sieht dem langsamen Niedergang der Dieselindustrie nicht einfach tatenlos zu. Sie steigen kopfüber in die Wasserstofftechnologie ein und positionieren sich so, dass sie der Zeit voraus sind und den Weg in eine saubere Zukunft anführen. Und glauben Sie uns, es handelt sich nicht nur um eine kleine Änderung, sondern um einen bahnbrechenden Schritt. Cummins versucht sich nicht nur an der Wasserstofftechnologie, sondern revolutioniert sie. Der Clou: Cummins hat einen seiner kultigsten Motoren, den B6-7, der für den leistungsstarken 6,7 Liter Turbodiesel in Ram-Trucks bekannt ist, in einen wasserstoffbetriebenen Helden verwandelt. Die Rede ist von den legendären Ram 2500, 3500, 4500 und 5500 Schwerlastkraftwagen von Stellantis. Diese Fahrzeuge sind für ihre schiere Stärke und Langlebigkeit bekannt. Und jetzt, mit Wasserstoff, werden sie die gleiche Leistung in einem viel saubereren, umweltfreundlicheren Paket liefern. Aber warum ist das so eine große Sache? Cummins beherrscht die Welt des Dieselmotors seit über einem Jahrhundert. Und jetzt bringt das Unternehmen dasselbe Know-how in die Wasserstofftechnologie ein. Cummins folgt nicht nur dem Trend, sondern führt ihn an. Es geht nicht darum, einen Motor durch einen anderen zu ersetzen, sondern die bewährte Technologie so anzupassen, dass sie der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Optionen auf dem Markt für schwere Lkw und Pickups gerecht wird. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mögen manchem noch wie ein futuristisches Konzept erscheinen, aber Cummins beweist, dass die Zukunft jetzt ist. Mit dem überarbeiteten 6,7 Motor ebnet das Unternehmen den Weg für eine neue Ära von Lkw, die schwere Lasten transportieren, schwierige Aufgaben bewältigen und die benötigte Leistung erbringen können, dabei aber einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Davon profitieren sowohl der Planet als auch die Branchen, die auf leistungsstarke Fahrzeuge angewiesen sind, um ihre Arbeit zu erledigen. Während die Ära des Dieselmotors allmählich in den Hintergrund rückt, zeigt Cummins, dass es nicht nur ein Meister des Dieselmotors ist, sondern auch ein Innovator, der bereit ist, die Führung im Bereich Wasserstoffantrieb zu übernehmen. Und damit schaffen sie die Voraussetzungen für eine sauberere, umweltfreundlichere Zukunft auf dem Markt für schwere Lkw und Pickups. Der Aufstieg des Wasserstoffs ist da, und Cummins treibt ihn mit der gleichen Kraft, Leidenschaft und Expertise voran, die das Unternehmen seit über 100 Jahren zu einem bekannten Namen gemacht haben. Die Zukunft des Transportwesens ist sauberer, und Cummins ist bereit, sie zu liefern. Die ICE-Wasserstoffrevolution. Wasserstoffbetriebene Motoren, nennen wir sie Wasserstoff-ICE, sind ein intelligenter, geldbörsenfreundlicher Weg zum kohlenstofffreien Betrieb. Vor allem für schwierige Aufgaben, bei denen ständig viel Strom benötigt wird. Batteriebetriebene Optionen können mit diesen Anforderungen nicht immer mithalten. Und Brennstoffzellen sind für einige Anwendungen noch nicht billig genug. Das Tolle an Wasserstoffverbrennungsmotoren ist, dass sie direkt in die heutigen Lkw passen, mit den vorhandenen Getrieben und Werkstätten funktionieren und sich für Leute, die an normale Motoren gewöhnt sind, vertraut anfühlen, während sie mit einem Kraftstoff betrieben werden, der den Planeten nicht schädigt. Darüber hinaus ebnet die Einführung von Wasserstoffmotoren den Weg in eine kohlenstofffreie Zukunft, indem sie die Voraussetzungen für spätere Wasserstoff-Brennstoffzellen schafft. Im Moment wird der Aufbau von Wasserstofftankstellen und Speichern beschleunigt, die für die spätere Verbreitung von Brennstoffzellen-Lkw von entscheidender Bedeutung sind. Die Entwicklung von Motoren speziell für Wasserstoff bedeutet auch, dass keine Kompromisse eingegangen werden. Sie erhalten Spitzenleistungen, ohne alte Diesel- oder Erdgasanlagen umbauen zu müssen. Und jetzt kommt der technische Teil. Cummins hat eine superintelligente Verbrennungskammer entwickelt, die den Wasserstoff genau richtig mischt, so dass er schnell und stark verbrennt.
Das bedeutet mehr Leistung und bessere Effizienz. Die ersten Tests sehen bisher fantastisch aus. Und wie werden diese Wasserstoffmotoren auf die Straße kommen? Die Zukunft des Wasserstoffmotors. Bereit zum Handeln. Cummins hat viel Erfahrung mit Erdgasmotoren und ist daher bereit, diesen Motor auf den Markt zu bringen und zu einem Erfolg zu machen. Cummins steigt mit einem großen Vorteil in den Wasserstoffmarkt ein. Sie verwenden einige grundsolide Motorenteile wieder, was die Kosten niedrig hält, während sie gleichzeitig die Haltbarkeit eines Dieselmotors bieten, auf die jeder vertraut. Außerdem können sie dank ihrer Erfahrung mit funkengezündeten Motoren einige raffinierte Tricks einstreuen. Ihr Wasserstoffmotorprojekt ist nicht nur ein Nebenjob. Sie entwickeln brandneue Plattformen, um ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das stärker und geschmeidiger als je zuvor ist. Diese neuen Konstruktionen sind vollgepackt mit coolen Dingen, wie verstellbaren Nockenwellen, verbesserter Kühlung und weniger Luftwiderstand. Stellen Sie sich vor, es handelt sich um einen aufgemotzten Motor, der wie ein Traum läuft. Was kommt als nächstes für diese Wasserstoffeis-Verbrennungsmotoren? Der große Wurf: Wasserstoffantriebe in allen Branchen. Die Welt steht an der Schwelle zu einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir die Maschinen antreiben, die die Industrie am Laufen halten. Und Cummins, der Vorreiter, ist mit seinem kühnen Vorstoß in wasserstoffbetriebene Motoren ganz vorne mit dabei. Dies ist nicht nur ein weiteres Schlagwort in der Welt der Technik, es ist eine Revolution, die das Spiel verändert und auf Industrien abzielt, die brachiale Kraft ohne den Kohlenstofffußabdruck benötigen. Stellen Sie sich vor, schweres Gerät, das Tagaus unermüdlich im Einsatz ist, Traktoren, die Felder pflügen, Lastwagen, die riesige Lasten transportieren, und Baumaschinen, die den Grundstein für Projekte legen, die Städte prägen. Seit Jahren sind Dieselmotoren das Rückgrat dieser Industrien und treiben Maschinen an, die ununterbrochen laufen. Da die Regierungen jedoch die Abgasnormen verschärfen und die Nachfrage nach kohlenstofffreien Lösungen in die Höhe schießt, ist die Schwerlastbranche auf der Suche nach einer saubereren Alternative, die dennoch die erforderliche Leistung für die Erledigung der Arbeit liefert. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel. Wasserstoffbetriebene Motoren werden zu den unbesungenen Helden von Branchen, die auf hohe Leistung angewiesen sind, aber bisher keine praktikablen, kohlenstofffreien Lösungen hatten, bis jetzt. Mit Cummins als Vorreiter ist Wasserstoff nicht nur ein flüchtiger Trend. Er ist im Begriff, eine ganze Schatztruhe neuer Antriebsoptionen zu erschließen, die die Zukunft der Arbeit in der Schwerlastbranche neu definieren könnten. Und die Begeisterung ist deutlich spürbar. Cummins hat sich schon immer in schwierigen Umgebungen behauptet, Herausforderungen angenommen, die kein anderer bewältigen konnte, und die Grenzen des Machbaren überschritten. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat Cummins enorme Fortschritte bei der Reinigung von Motoremissionen gemacht, NOx und Ruß mit revolutionären Technologien bekämpft, die Kraftstoffeffizienz gesteigert und die CO2-Emissionen gesenkt. Und das war noch nicht alles. Cummins hat unermüdlich Innovationen entwickelt, um Leistung und Nachhaltigkeit auf einen Schlag zu verbessern. Jetzt, da sich die Welt auf die Zukunft der grünen Energie einstellt, zeigt Cummins mit der Wasserstofftechnologie sein ganzes Können. Sie stehen kurz davor, eine kohlenstofffreie Kraftstoffoption einzuführen, die sich nahtlos in die von ihnen bereits perfektionierte Spitzentechnologie einfügt. Stellen Sie sich einen Antriebsstrang vor, der die gleiche Stärke und Haltbarkeit bietet, die für Schwerlastanwendungen erforderlich ist, aber mit einem saubereren, umweltfreundlicheren Fußabdruck. Es geht nicht mehr nur um die Verringerung von Emissionen, sondern um deren völlige Beseitigung. Das von Cummins entwickelte Wasserstoffmotorenprogramm verspricht, die Art und Weise zu verändern, wie die Industrie ihre anspruchsvollsten Maschinen antreibt. Durch die Kombination ihrer umfassenden Erfahrung in der Motorentechnologie mit dem umweltfreundlichen Potenzial von Wasserstoff sind sie in der Lage, umweltfreundliche Lösungen nicht nur in Betracht zu ziehen, sondern sie zu einer echten Sache für die Zukunft zu machen. Dies ist nicht nur ein Schritt nach vorn für Cummins, es ist ein großer Schritt in Richtung einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft für Branchen, die auf schwere Maschinen angewiesen sind. Wenn wasserstoffbetriebene Motoren zugänglicher und praktikabler werden, wird der Schwerlastsektor einen völlig neuen Ansatz in Bezug auf Kraftstoff, Energie- und Umweltverantwortung erleben. Der große Vorstoß in Richtung Wasserstoff ist mehr als nur ein technologischer Wandel. Es ist eine Chance für die Industrie, eine sauberere Zukunft zu gestalten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Und mit Cummins am Ruder steht diese Zukunft vor der Tür.
Der Kampf. Diesel gegen Wasserstoff. In der Welt der Technik gibt es rasante Fortschritte bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff und wieder zurück. Wasserstoffverbrennungsturbinen zum Beispiel sind in aller Munde und könnten die Art und Weise, wie wir Strom erzeugen, völlig umkrempeln. Im Verkehrswesen erregten zunächst Brennstoffzellen Wasserstoff-Elektroautos die Aufmerksamkeit. Aber jetzt stehlen Wasserstoff-Lkw mit Verbrennungsmotoren die Show. Und das ist eine große Sache. Vor allem für den mittelschweren und schweren Lkw-Verkehr, wo Muskelkraft auf umweltfreundliches Flair trifft. Cummins ist es nicht fremd, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Aber ihr Wasserstoffmotorprojekt ist der absolute Wahnsinn. Sie haben 2 Killerplattformen entwickelt. Den 6,7 Liter Wasserstoffmotor, der sich perfekt für mittelschwere Aufgaben wie Lieferwagen und Baumaschinen eignet, und den monströsen 15 Liter Motor X15H, der sich mit schweren Dieselfahrzeugen im Fernverkehr und in der Landwirtschaft messen kann. Das sind auch nicht nur Tagträume. Sie sollen 2027 auf den Markt kommen. Und Tests haben bereits gezeigt, dass sie mit über 500 PS und 1200 Newtonmeter Drehmoment dem Diesel in nichts nachstehen. Cummins hat nichts mit Brennstoffzellen am Hut, wie man sie in schicken Autos sieht. Nö, es handelt sich um Verbrennungsmotoren. Genau wie bei ihren Dieselkollegen. Aber sie werden mit Wasserstoff statt mit herkömmlichem Kraftstoff betrieben. Das bedeutet, dass sie ohne große Überholung direkt in die heutigen Lkw-Ausstattungen eingebaut werden können, wobei sie sich Tricks und Teile aus dem Cummins Diesel-Know-how ausleihen. Das ist so, als würde man sein übliches Burger-Patty gegen ein Gemüse-Patty austauschen. Gleicher Aufbau, völlig neuer Geschmack. Und diese Vertrautheit ist ein entscheidender Faktor für eine Branche, die sich nicht gerne schnell umstellt. Die Boni kommen immer wieder. Das Tanken von Wasserstoff ist schnell. Denken Sie an Minuten, nicht an Stunden, wie beim Aufladen von Elektrobatterien. Der X15H schafft 500 Meilen mit einer Tankfüllung und hält damit mit den langen Beinen des Dieselmotors mit, ohne dabei den Planeten zu zerstören. Und Cummins schwört, dass diese Motoren genauso robust und zuverlässig sind wie ihre legendären Dieselmotoren, was eine große Sache ist, wenn man für Maschinen bekannt ist, die niemals aufgeben. Das ist ein großartiges Angebot, die ganze Kraft des Dieselmotors, aber keine der schmutzigen Schattenseiten. Warum bedeutet das also Ärger für den Diesel? Schauen wir uns das mal genauer an. Shaking up Diesel, the economics of the shift. Zum einen ist da der ökologische Hammer, der fällt. Vorschriften wie die europäischen Euro-7-Normen und die US. Und die Bestrebungen der USA, die Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren, setzen den Diesel unter Druck. Fuel Parks, die früher auf die Dieselmotoren von Cummins schworen, suchen jetzt nach umweltfreundlicheren Lösungen. Und Wasserstoff passt da perfekt ins Bild. Es geht auch nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften. Große Unternehmen wie Transport Enterprise Leasing und Versatile Tractors haben sich bereits für die Wasserstoffmotoren von Cummins entschieden und signalisieren damit einen Wandel in Echtzeit. Und dann ist da noch die Wirtschaftlichkeit. Die Vorherrschaft des Dieselmotors war immer mit seiner Kosteneffizienz verbunden. Aber Wasserstoff könnte das Blatt wenden. Aber Cummins bleibt nicht untätig. Sie investieren in das gesamte Wasserstoffökosystem, von Elektrolyseuren, die den Stoff herstellen, bis hin zu Partnerschaften, die den Markt mit Angeboten überschwemmen könnten. Wenn sie es schaffen, könnten Größenvorteile die Kosten für Wasserstoff senken und ihn zu einem echten Konkurrenten des Dieselpreises machen. Und vergessen wir nicht die Optik. Die Unternehmen stehen unter dem Druck, grün auszusehen, nicht nur grün zu sein. Eine Flotte von wasserstoffbetriebenen Lastwagen, die über die Autobahn rollt, sendet eine Botschaft aus. Wir sind die Zukunft. Der Diesel hingegen läuft Gefahr, als Schnee von gestern abgestempelt zu werden, als Relikt aus einer schmutzigeren Ära. Cummins weiß das und positioniert seine Wasserstoffmotoren als die praktische, leistungsstarke und umweltfreundliche Wahl. Das ist ein Doppelschlag, der den Diesel ins Wanken bringen könnte. Aber hier ist die gute Nachricht. Cummins stellt nicht nur Motoren her. Das Unternehmen setzt voll auf die Herstellung von Wasserstoff. Sie fügen einer von Linde geplanten Anlage in der Nähe der Niagara-Fälle, New York, einen 35 Megawatt Protonenaustauschmembran-Elektrolyseur hinzu. Eine ausgefallene Technologie zur Herstellung von Wasserstoff. Sie tragen dazu bei, die gesamte Wasserstofflandschaft auf den Weg zu bringen. Außerdem hat die US-Regierung im Rahmen des Inflation Reduction Act $8 Milliarden für die Schaffung von Wasserstoff-Hubs bereitgestellt.
die den Ausbau der Infrastruktur für das Betanken von Wasserstoff unterstützen, was dem Betankungsnetz einen enormen Schub verleihen wird. Werfen wir nun einen Blick auf die kraftstoffunabhängige Bauweise dieses Motors und seine enorme Leistung. Die 15-Liter-Plattform ist der absolute Champion. Sie kann wie ein Profi zwischen den verschiedenen Kraftstoffarten wechseln und trotzdem ihr Bestes geben. Der Basismotor verfügt über einen maßgeschneiderten Zylinderkopf und ein Kraftstoffsystem, das für den Betrieb mit kohlenstofffreiem Wasserstoff oder Biogas optimiert wurde, was die Kohlenstoffemissionen um bis zu 19% reduziert. Die Wasserstoffversion hat eine Leistung von bis zu 530 PS, während die Erdgasversion 510 PS erreichen kann. Für diejenigen, die Diesel bevorzugen, gibt es die fortschrittliche Dieselversion, die mit nachhaltigem Kraftstoff oder Biodiesel betrieben werden kann und eine Leistung von bis zu 650 PS für die anspruchsvollsten Off-Highway-Zyklen bietet. Kommen wir nun zum spannenden Teil. Über wie viel Chaos reden wir? Stellen Sie sich Folgendes vor. Ein Fuhrunternehmen tauscht seine Dieselflotte gegen Cummins X15H Wasserstoffmotoren aus. Die Fahrer bemerken den Unterschied kaum. Gleiche Leistung, gleiches Gefühl, nur leiseres Fahren und ein reineres Gewissen. Die Kraftstoffkosten stabilisieren sich, wenn die Wasserstoffproduktion hochgefahren wird. Und die Wartung bleibt dank gemeinsamer Komponenten vertraut. In der Zwischenzeit fangen Dieselfahrzeuge an zu verstauben. Ihr Wiederverkaufswert sinkt. Und Mechaniker, die auf Motoren der alten Schule geschult sind, müssen sich umstellen. Das ist keine Evolution, das ist eine Revolution. Auch die Landwirtschaft könnte das Beben spüren. Versatile, ein Traktorhersteller, der seit 55 Jahren Cummins Diesel verwendet, springt auf den Wasserstoffzug auf. Landwirte, die sich beim Pflügen ihrer Felder bisher auf das Drehmoment des Diesels verlassen haben, könnten schon bald auf Wasserstoff umsteigen und so die Emissionen senken, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen. Baustellen, Bergbaubetriebe und sogar Geländewagen, sie alle sind im Fadenkreuz von Cummins. Wenn sich Wasserstoff hier durchsetzt, könnte die Vorherrschaft des Dieselmotors Sektor für Sektor bröckeln. Aber es geht nicht nur um die Motoren. Das ist der Dominoeffekt. Bei Dieselraffinerien könnte die Nachfrage versiegen, was die Ölgesellschaften zwingen würde, sich umzustellen oder unterzugehen. Tankstellen, die um Dieselzapfsäulen herum gebaut wurden, könnten überflüssig werden und durch Wasserstoff-Hubs ersetzt werden. Ganze Lieferketten, die mit dem Diesel verbunden sind, Teile, Kraftstoffzusätze, Abgassystem, könnten in eine existenzielle Krise geraten. Und Cummins, das Unternehmen, das diese Dieselwelt aufgebaut hat, könnte genau derjenige sein, der sie zerlegt. Aber Moment mal. Diesel wird nicht kampflos untergehen. Er hat ein paar Trümpfe im Ärmel. Zum einen die Infrastruktur. Das Tankstellennetz von Diesel ist riesig. Es gibt an jeder Ecke eine Zapfsäule, während Wasserstofftankstellen immer noch ein seltener Anblick sind. Der Aufbau dieses Wasserstoffnetzes wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte und Milliarden von Dollar kosten. In der Zwischenzeit bleibt der Diesel dank seiner Bequemlichkeit im Spiel. Und dann ist da noch die Zuverlässigkeit im Hier und Jetzt. Dieselmotoren sind kampferprobt. Und Wasserstoff muss sich erst noch bewähren. Ein Langstrecken-Lkw-Fahrer, der mit einer leeren Batterie oder einem Wasserstoffleck zu kämpfen hat, wird sich nicht um Null-Emissionen kümmern. Sie wollen einfach nur ihre Lieferung machen. Cummins weiß das. Und deshalb gibt das Unternehmen den Diesel nicht völlig auf. Sie spielen mit einer kraftstoffunabhängigen Strategie auf beiden Seiten und lassen den Diesel weiterlaufen, während der Wasserstoff seinen Platz findet. Und schließen sie Innovationen nicht aus. Diesel wird immer sauberer. Schwefelarme Mischungen, moderne Filter und Hybridsysteme verlängern ihre Lebensdauer. Einige argumentieren, dass Wasserstoff auch in Zukunft der König der Schwerlastfahrzeuge bleiben wird, da die Elektrobatterie nicht ausreicht und Wasserstoff immer noch ein Wagnis ist. Aber hier ist der Haken. Die Hindernisse, der Widerstand von Diesel gegen den Wandel. Auch wenn sich der Dieselmotor weiterentwickeln will, ist er immer noch in der Defensive. Wasserstoff gewinnt an Bedeutung, angetrieben durch die Muskelkraft von Cummins und das weltweite Streben nach Nachhaltigkeit. Könnte der Wasserstoffmotor von Cummins der Diesel-Champion sein, von dem wir alle sprechen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber die Sache ist die, das Potenzial ist unbestreitbar. Es ist mächtig, es ist machbar und es ist bereit, die Dinge aufzurütteln. Mit Partnerschaften wie Tata Motors in Indien und einer starken Präsenz in der Landwirtschaft und im Flottenbereich wie TEL ist dies kein leeres Gerede. Es ist Realität.
Dennoch gibt es einige große Hindernisse auf dem Weg dorthin. Wasserstoff ist knapp und teuer in der Herstellung. Und Diesel hat die Industrie weltweit noch fest im Griff. Aber wenn Cummins den Code knacken kann, dann halten sie sich fest. Die Folgen könnten epische Ausmaße annehmen. Die Herrschaft des Diesels, die mehr als ein Jahrhundert gedauert hat, wird nicht über Nacht verschwinden. Aber Stück für Stück, LKW für LKW, Tractor für Tractor, könnte sich der Wasserstoff langsam an die Spitze setzen. Für Cummins ist dies ein mutiger Schritt, dem Spiel voraus zu sein, bevor es jemand anderes tut. Für uns ist das wie ein Kräftemessen der Schwergewichte, das die Art und Weise, wie wir uns auf der Welt fortbewegen, verändern könnte. Der Wasserstoffmotor von Cummins ist nicht einfach nur ein weiteres technisches Gerät, er ist ein Weckruf. Es ist eine Herausforderung für die Dieselwelt, sich anpassen oder zur Seite treten. Ob diese Revolution die Branche auf den Kopf stellt oder dem Diesel nur einen kleinen Schubs gibt. Eines ist sicher, die Regeln ändern sich. Und Cummins hat die Karten in der Hand. Was halten Sie davon? Ist dies der Beginn einer wasserstoffbetriebenen Übernahme oder nur ein weiterer mutiger Versuch, der wieder verschwindet? Was auch immer passiert, es wird eine wilde Fahrt und Diesel sollte besser bereit sein, mitzuhalten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie weitere Updates und schalten Sie die Benachrichtigungsglocke ein, damit Sie nichts verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.